Stärkung der persönlichen Freiheit, aber auch der damit zusammenhängenden Verantwortung ist ein zentraler Pfeiler meiner Politik. Und entsprechend habe ich auch die 4 Themen für die Sessionsvorschau ausgewählt. Ehe für alle. Endlich kommt sie ins Parlament. Jahrelang ist es gegangen, die Arbeit in den Kommissionen, der Bundesrat hat nie richtig Stellung genommen, ist jetzt aber auch zum Schluss gekommen, jawohl, alle Menschen in der Schweiz sollen unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung dürfen eine Ehe schliessen. Ich unterstütze das Geschäft zu 100% und hoffe, dass wir auch in diesem Bereich noch weitere Schritte hinsichtlich einer modernen Schweiz machen können. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Vor 2 Jahren haben wir von allen Newslettern, die ihr abonniert habt, bestätigen, ob ihr die wirklich wieder abonnieren wollt. Das war eine Auswirkung von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die vorsieht, dass wir Bürgerinnen und Bürger immer transparent informiert sind, was mit unseren Daten passiert. Die Schweiz tut jetzt Folge leisten und macht auch eine Modernisierung vom eigenen Datenschutzgesetz. Da geht es einerseits darum, die Stärkung der Freiheit von uns Bürgerinnen und Bürger, das heisst, dass wir Herr und Frau über unsere Daten sind, aber zweitens auch, dass wir die Bürokratie für die Firmen möglichst tief halten können. Ich werde Fraktionssprecher von der FDP bei diesem Geschäft sein und mich dafür einsetzen, dass wir ein Gesetz haben, das äquivalent ist zu dem von Europa, sodass die Schweizer Firmen einfach unser Gesetz befolgen und nicht 2 verschiedene anwenden müssen. Ältere Arbeitnehmende sind zunehmend und besser im Arbeitsmarkt integriert. Durch das, dass sehr viele Babyboomer gleich in Pensionierung gehen, werden auch viele Stellen frei, die wieder besetzt werden. Aber wahrscheinlich kennen Sie auch in eurem Umfeld, es gibt Leute, die haben Mühe, um einen Job zu finden. Wenn man einen Job verliert im höheren Alter, wird es schwieriger, als wenn man jung ist. Und der Bundesrat hat dafür 7 Massnahmen definiert, um ältere Arbeitnehmende wieder in den Arbeitsmarkt hineinzubringen. Sehr viel im Bereich von Aus- und Weiterbildung. Aber der Bundesrat will auch ein neues Sozialwerk einführen, die sogenannte Überbrückungsrente. Ich bin der gegenüber sehr kritisch eingestellt, und zwar nicht, weil ich es im Grundsatz falsch finde. Ich finde, es ist falsch, wenn man sagt, Sozialhilfe soll bis zur Pension quasi ausreichen. Aber die neue Überbrückungsrente soll in wenigen Monaten eingeführt werden. Es ist eine Hauruckübung. Es geht viel schneller und ich finde, man muss es seriös beraten. Und darum werde ich die ablehnen in der Frühlingssession. Ja, wenn es um Verantwortung geht, dann geht es auch um das eigenverantwortliche Sparen. Viele von euch kennen sicher Sparen 3. Das ist dort, wo man Jahr für Jahr einen Beitrag für die eigene Vorsorge auf die Seite legen kann. Wenn man es jetzt aber in der Vergangenheit mal verpasst hat, 1-2 Jahre die Einzahlung zu machen, oder man hat die Möglichkeit einfach nicht gehabt, kann man das heute nicht wieder nachleisten. Und da gibt es eine Motion vom Ständerat Ettlin, die fordert, dass die verpassten Jahre im Sparen 3, dass man das wieder zukünftig einzahlen und so eigentlich den Fehlbetrag wettmachen. Die Motion kommt im Nationalrat und ich unterstütze die aus Überzeugung, weil die heutige Altersvorsorge in einer Schieflage ist. Und wir Politikerinnen und Politiker müssen es einerseits schaffen, AV und BVG zu reformieren, aber auf der anderen Seite auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, in der 3. Säule für sich und für ihre Alterspläne zu sparen. So viel zu der Vorschau, zu der Frühlingssession. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können, mich in dieser Zeit auf Instagram und auf Twitter verfolgen, mit dem Geschäft, was dort sich tut. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt offen gegenüber Veränderungen. Ich glaube, das ist wichtig in der heutigen Zeit. Ihr seht so die Themenvielfalt, man muss bereit sein für die Zukunft und ich drücke die Daumen bei allen neuen Vorhaben.